Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. In diesem Video habe ich mal wieder was für die Mazda 6e-Fahrer unter euch, nämlich ein sehr beliebtes Zubehörteil, wo wir auch immer ganz viele Anfragen von euch bekommen haben, dass wir das doch mal in einem Video zeigen sollen, für die, die sich wahrscheinlich bisher noch nicht getraut haben, es zu bestellen. Es geht um die Sonnenblende fürs Panoramadach. Und jetzt gibt es vielleicht einige Fahrer unter euch, die sagen doch, hey, ich habe doch schon so eine Sonnenblende, warum brauche ich die? Ich brauche nur auf die Taste drücken, schon ist die Sonnenblende da. Dann habt ihr wahrscheinlich die Takumi Plus Version, denn da ist ein elektrisches Rollo dran. Und die Takumi Variante, die hat auch ein sichtlich großes Panoramadach, auch schon getönt, allerdings eben ohne diese elektrische Rollo-Funktion. Und dafür gibt es hier ein schnuckeliges Zubehörteil. Und das schauen wir uns natürlich hier in diesem Video mal an. Wir packen mal den Inhalt aus, schauen uns die Montage so ein bisschen an und natürlich, wie ihr das dann am Auto dran machen könnt und natürlich auch wieder wegmachen könnt, wenn ihr es nicht haben wollt. Ja, fahren wir uns kurz mal den Karton von außen an. Ihr seht schon, das kommt hier in einem relativ sperrigen Karton, allerdings nicht breit, auch nicht schwer. Gewicht steht hier, knappe 1,5 Kilo. Teilenummer seht ihr nochmal hier. Die blenden wir euch am besten unten auch nochmal ein. Und Preise und so weiter werden mir immer wieder gefragt, was kostet das? Könnt ihr einfach auch auf der mazda.de oder auf unserer Internetseite feststellen. Da haben wir so einen Zubehörkatalog für euch. Verlinke ich euch einfach mal unten, könnt ihr direkt draufklicken und seht dann immer den aktuellsten Preis. Bisschen Arbeitszeit ist natürlich auch immer mit dabei. Entweder ihr lasst das bei euch die Werkstatt machen. Wir schauen dann, wie gesagt, so ein bisschen dem Kollegen hinter die Schulter. Aber ich denke, das könnt ihr dann wahrscheinlich auch schon alleine machen, wenn ihr so ein bisschen handwerklich geschickt seid. Aber jetzt packen wir mal das gute Stückchen aus. Ich hole mir mal mein Cuttermesser raus und dann gucken wir rein. So schaut der Inhalt aus, schön verpackt. Ich glaube, man kann das schon ganz gut erkennen. Ich versuche mal die Öffnung zu finden. Hier schaut es so aus. Es ist verschweißt. Ich lege es mal so ein bisschen auf den Boden, damit ihr es besser erkennen könnt. Das hier ist die Einbauanleitung, also wenn ihr es euch selber mal anschauen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Diese sind meistens auch immer online verfügbar, die Einbauanleitungen. Dann haben wir hier so ein bisschen Montagematerial, denn dieses Netz, das wird reingeklipst, also es ist ziemlich einfach zu machen. Wir können uns das mal so ein bisschen näher anschauen, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Das sind so schwarze Clips, dass man auch nicht so sieht. Und dann wird hier einfach das hier an dieser Keder eingerastet. Geht wirklich ziemlich einfach und das Ganze wird dann oben so ein bisschen versteckt am Panoramadach befestigt mit diesen Klebepads. Wenn ihr das Auto irgendwann verkauft und sagt, Mensch, das möchte ich gerne beide behalten, weil das war ganz praktisch, dann könnt ihr es natürlich wieder abmachen, neue Klebepads drauf machen oder halt mitverkaufen. Ja, von der Form her schaut es ziemlich symmetrisch aus. Im ersten Blick wüsste ich jetzt auch nicht, was vorne und was hinten ist. Auf Anhieb sehe ich hier so ein bisschen so ein Flexmaterial, dass sich das auch entsprechend anpasst. Das ist ja ein bisschen gewölbt. Und hier auf der Vorderseite, noch ganz nett gemacht, das wird wahrscheinlich die Vorderseite sein, noch so ein kleines Mazda-Logo drauf, eigentlich ganz nett. Ja, viel mehr gibt es tatsächlich nicht zu entdecken. Also es ist jetzt kein oder keine Raketenwissenschaft, das Teil. Wir werden uns jetzt hier mal dran machen, das an unserem Vorführwagen zu montieren und ich nehme euch da so ein bisschen mit. Ich habe es mir jetzt hier schon mal im Auto ein bisschen bequem gemacht, damit ich euch das mit der Montage gut erklären kann. Ihr seht bestimmt, ich habe einen anderen Pulli an, es ist auch nicht der gleiche Tag. Am Tag, als wir das Video angefangen hatten, war es saukalt draußen, wir hatten Minusgrade und diese Klebepads, die sollen bei mindestens 15 Grad montiert werden, damit der Kleber sich so richtig auch festigen kann und deswegen muss man das so ein bisschen auf mehrere Etappen machen. Wir sind also erstmal mit dem Fahrzeug in die Halle, haben das Auto richtig schön aufgewärmt, haben dann die Klebepads drauf gemacht. Dann allerdings soll das Ganze auch nochmal 24 Stunden richtig miteinander kleben, ohne Belastung, dass das richtig sich verbindet. Das haben wir jetzt mittlerweile auch abgewartet und an dieser Stelle ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um euch das so ein bisschen nochmal zu zeigen. Marcel war mir in der Kamera immer so ein bisschen dabei, um euch da so ein bisschen mitzunehmen. Fangen wir mal kurz an. Ihr seht hier oben, wir haben also hier so ein Panoramadach. Es ist ja schon sehr stark getönt, aber für die, die eben noch mehr Tönungsstufen haben wollen, wie gesagt, gibt es ja dann diese Abschattung. Und wir müssen als allererstes mal, damit wir diese Klebepads festmachen können, natürlich die Scheibe auch reinigen. Das ist auch in der Anleitung schön beschrieben. Das sieht man hier so ein bisschen. Also ihr sollt natürlich die Ränder von der Scheibe reinigen. Und reinigen, das kann man idealerweise mit einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel machen. Also da gibt es beispielsweise auch Fensterputzreiniger oder natürlich Isopropanol. Also wichtig ist, dass es kein Material ist, was irgendwie rückfettet.
Und dann gibt es hier so einen witzigen Hinweis noch, dass ihr natürlich jetzt hier, wenn ihr das, ich sage jetzt mal, etwas feucht habt, dass ihr jetzt nicht hier gerade voll auf den Stoff drauf geht, sondern dass ihr wirklich natürlich die Windschutzscheibe bzw. das Panoramadach sauber macht. So, habt ihr diesen Schritt erledigt, geht es natürlich jetzt an den etwas kniffligeren Part davon. Das ist jetzt diese sogenannten Clips dran zu montieren. Das ist aber hier eigentlich sehr schön bebildert. Ich zeige euch das mal. Man fängt im Endeffekt hier bei dieser Griffleiste an. In der Mitte wird der erste gesetzt. Und dann arbeitet man sich dann hier in diesem Zentimetermaßstab dann nach vorne weg. Es geht jetzt hier auch nicht wirklich um die exakten Millimeter. Also man kann da schon plus minus einen halben Zentimeter durchaus justieren. Geht manchmal auch gar nicht anders. Wir haben uns dann so kleine Klebestreifen hier markiert, dass man das schön auch anpeilen konnte. Und dann vorne wird an der Sonnenblende das auch nochmal ähnlich gemacht. Da gibt es dann auch so eine Befestigung. Von da aus geht man dann 5 cm zur Seite, setzt dann diesen Klebepad. Und hinten war es ziemlich einfach. Da haben wir hier so ein Mazda-Prägestempel vom Panoramadach und von das ist sozusagen die Mitte, geht man einfach zur Seite und kann dann hier auch nochmal diese Klebepads setzen. Beim Setzen dieser Klebepads haben wir uns ein bisschen beholfen. Man soll die ja mit einem Abstand von 1 mm zum Stoff hier befestigen und das ist natürlich nicht so einfach, wenn man das einfach so nach Gefühl macht. Da hat man mal 2-3 mm und hinterher spannt dann vielleicht die Sonnenschutzabdeckung und deswegen haben wir dazwischen immer bei der Montage so eine Art, was ist das, so eine Art Rakel verwendet, was wir dazwischen gestellt haben, was ungefähr so 1-2 mm hat und mit dem haben wir es dann nach hinten geschoben. Was dabei auch ein bisschen tricky ist, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das ist am Anfang so, wenn man das erste setzt, man muss natürlich erst die Folie abziehen von dem Klebepad, dann nach hinten schieben und dann erst festmachen. Wenn man das eben zu nah am Glas hat, dann haftet der schon mal so ein bisschen an und da hilft natürlich auch dieses Rakel, was wir verwendet haben, um das so ein bisschen rein zu transportieren und dann direkt zu befestigen. Ja, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt dann. Ihr seht schon, man sieht hier diese Halterung, aber die sind wirklich extrem dezent. Ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich in der Kamera wahrnehmen kann. Die sind natürlich auch schwarz wie der Dachhimmel, also es ist wirklich extrem minimalistisch. Da habe ich auch schon einige Anfragen von euch bekommen, ob das irgendwie auffällt. Ehrlich gesagt, wenn ich das nicht wüsste, ich würde das sowieso nicht sehen, weil ihr schaut ja nach vorne und dann nicht dahin. Und ist natürlich dann hier dieses Sonnenschutz drauf, sieht ihr sowieso gar nichts mehr davon. Ja, und das ist im Endeffekt jetzt auch schon mein Stichwort. Getrocknet ist es jetzt schon ausreichend. Jetzt können wir natürlich auch mal diesen Sonnenschutz hier für euch montieren. Wir versuchen das so ein bisschen einzufangen. Ich glaube, Marcel muss jetzt erstmal kurz nach draußen und ich versuche das jetzt mal als einzelne Person zu machen, so wie ihr das wahrscheinlich auch daheim lösen könntet. Und ich gebe euch ein paar Tipps, wie das besonders einfach geht. Ich habe mir jetzt hier schon mal die Sonnenabdeckung so gut wie möglich vorbereitet, damit ich es sehr einfach auch alleine montieren kann. Wie folgt, wir haben einmal hier die Vorderseite. Diese erkennt ihr daran, dass sie nicht das Mazda-Logo dran hat, weder vorne noch hinten. Und hier in der Mitte eingefaltet das Mazda-Logo, das wird dann die Sichtseite von hinten sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, mache ich mir das immer so, dass ich das so nach vorne schon mal überlege, hole mir dieses Element runter und dann habt ihr eigentlich jetzt schon mal hier ziemlich viel Platz, um das zu montieren. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich würde jetzt empfehlen, als allererstes mal das hier hinten einzuklipsen. Einfach hier ein bisschen draufdrücken. Schaut, dass er natürlich unter die Nasen kommt. Die sind jetzt natürlich noch ganz neu. So, die rasten dann auch sichtbar ein. Und hier, so, das muss jetzt auch noch nicht perfekt sein. Das können wir uns dann hinterher noch mal in Ruhe anschauen. Und dann würde ich euch empfehlen, hier bei einer Seite einfach anzufangen. Ich versuche das vielleicht mal jetzt an, welche Seite, Marcel, bei dir zu probieren. Ja? Also ich gehe jetzt an einer Seite rein, schaue mal, wo der Clip ist. Der ist ja hier über dem Griff. Und dann versuche ich das hier einfach unten drunter zu setzen. So, zack. Dann ist es auch schon mal fest. Ihr seht schon, jetzt habe ich eigentlich alle Zeit der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr es einfangen könnt, weil es wirklich schwer zu sehen ist. Hier jetzt auch rein und schön gegen die Scheibe pressen. Jawohl. Hier vorne das gleiche. So. Okay, jetzt habe ich hier diese komplette Seite schon mal fertig und jetzt muss ich mich im Endeffekt an die andere Seite machen, das zeige ich euch auch noch. Am besten du kommst mal rüber. So, wieder hier Mitte vom Griff. Jetzt muss man hier ein bisschen Druck ausüben, damit es sich auch schön einspannt. So, und rein damit. Und hier natürlich auch wieder die Punkte suchen. Am Anfang weiß man das vielleicht noch gar nicht, wo es rein muss. Hier haben wir Nummer 1, Nummer 2 und den letzten dann hier vorne. So, jetzt haben wir eigentlich alles schon erledigt. Jetzt müssen wir bloß nach vorne die 2 Haken reinmachen. Das mache ich jetzt einfach mal schnell. So. Okay, einfach kurz kontrollieren. Was mir jetzt auffällt, ist hier dieser Gap. Das heißt also, ganz im Moment muss ich es jetzt hier noch ein bisschen nach hinten schieben. Das heißt, hier darf es noch ein bisschen zurück. So, jetzt passt es hier auch. Seht ihr schon? Jetzt kann ich das hier noch ein bisschen justieren, damit es hier vorne ein bisschen schöner ausschaut. Ich bin dann so ein bisschen perfektionistisch. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ihr seht schon, wenn ich jetzt nicht dazu geredet hätte, hätte ich wahrscheinlich so ungefähr eine halbe Minute gebraucht.
Natürlich ist es jetzt nicht so super bequem wie dieses elektrische Rollo, um einfach ja, sich das abzuschatten, Taste drücken. Schneller kann man es natürlich nicht haben, aber ich finde das eine coole Lösung, gerade wenn man eben Kinder hat oder wenn man in Urlaub fährt, wo es richtig, richtig warm ist. Dann kann es eben sein, dass die Tönung hier bei diesem Panoramadach eben nicht ausreicht. Und dann ist es doch eine coole Lösung, die hier angeboten wird. Und ich finde, ja, das ist etwas, was man sich durchaus mal gönnen kann, wenn man so Mazda 6e fährt, gerade für den Sommer, dass es nicht so warm im Auto wird. Ja, ich hoffe, ich habe in dem Video nichts vergessen, was euch da zu diesem Thema noch interessiert. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es natürlich in die Kommentare rein. Wir versuchen das immer so schnell wie möglich zu beantworten. Hat euch das Video gefallen, lasst uns einen Daumen nach oben da. Freut uns natürlich sehr. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist natürlich absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.